Wir starten direkt mit dem geilsten Video, denke ich, des heutigen Abends. Es wird ein Dreiteiler. Heute fangen wir an mit Episode Nummer 1. Kai Greene, A Day in a Life. Die alteingesessenen Bodybuilder kennen das Video mit Sicherheit. Es war für mich Motivation auf allerhöchstem Niveau. Let's go. Hey, what's your day like? It's not very interesting when you consider he's on a piece of cardio equipment for 2 hours a day. Raphael, danke fürs Abo, Digga. He spends another hour or two cooking. You know, he packs his food, another 2 hours. Einfach im Ghetto in Brooklyn war der. Hours in commute to and from the gym. Well, damn, if you train twice a day or 3, how does that start to look? Boah, Junge. Diese Szene mit dem roten Hoodie, Alter. Legende. A lot of times the day in the life of opportunities bring a lot of anxiety for me because there's a lot of this expectation a lot of times of, well, you're supposed to be this accomplished, celebrated bodybuilder, and, you know, why don't you have what Jay has? Why don't you, live like Phil Heath does? Why you... Leo, benimm dich, sonst kriegst du gleich einen Timeout, Digga. Ich hab's verstanden. Brauchst nicht 100-mal dasselbe reinschreiben in den Chat. A hoodie all the fucking time, you know. What's that thing on your face? You know, where are you from? You know, and then in order to try to explain that, you Digga, das ist Content, den zieh ich mir abends auch auf die Couch rein. almost end up looking like you're coming from another planet. Kai Greene is unique among today's stars of bodybuilding. He rejects the usual. Ja, das deutsche Panzertoast sagt es bereits. Er ist eigentlich der Ungekrönte, unter anderem nicht nur Kevin LeBron, sondern auch Kai Greene. Underrated sagt man auch oft. Das Ding ist einfach, er hat eine scheiß Vergangenheit. Mit scheiß Vergangenheit meinen wir natürlich, er war, heutzutage wäre es OnlyFans. Damals waren es halt pornografische Inhalte, die der gemacht hat. Gay for Pay und so ein Scheiß. Da gab es einen Film mit einer Grapefruit, wo der eine Grapefruit nagelt oder so. Und sowas wollen die halt in Amerika dann nicht als Mr. Olympia sehen oder haben. Ne? Der Typ optisch und vom Posing her, der Typ war einfach next level. Ja, das ist auch, wir können uns gleich mal seine Form reinziehen auf der Bühne. Das war einfach geisteskrank. Aber mit der Grapefruit hat er sich natürlich ein paar Steine in den Weg gelegt, leider. Trappings of success and prefers to live simply, still living and working in the downtrodden Brooklyn neighborhood he has known for most of his life. When Flex Magazine proposed this Day in the Life video series, Kai was adamant about not concentrating on the Ja, normal, aber guck mal, du lebst im Ghetto. Ich meine, ich rede jetzt nicht von mir, ich könnte sowas niemals machen. Aber sagen wir, du lebst im Ghetto, du weißt, du bist einer der Besten auf der Welt, du hast keine Sponsoren, du musst irgendwie auf dein Proteingehalt kommen. Da drehst du halt ein Porno. Was willst du machen, ne? Damit du dir dein Chicken leisten kannst am Tag, ne? Aber, na gut, das hat ihm halt natürlich dann auf Dauer geschadet. flash and rewards of the sport, which can be elusive and few for most, but rather on the daily existence that got him to this place. Nein, Kevin hat das nicht gemacht, LeBron, aber viele andere Bodybuilder, ne? Steve Bentin aus Deutschland beispielsweise auch. Der hat jetzt keine, okay, ob der Pornos gedreht hat, weiß ich nicht, ich glaube auch. Aber da war der auch sowas, ne? So, der redet ja offen darüber, das weiß ja auch jeder, ne? Ich meine, kann man auch bei Google einfach eingeben. Hans Hoffmann, da findet ihr den ganzen Content bis heute noch. Ja? Nacktbilder und so weiter. If the world... Ist übrigens sehr, sehr verbreitet in der Bodybuilding-Szene, ne? Solche Sachen. Kein Scheiß. Gibt sehr, sehr viele, die mit pornografischem Inhalt gute Summen bekommen haben, die damit halt dann ihr Bodybuilding-Lifestyle finanziert haben. Ne? Only got a chance to see you on stage receiving top honors before they get a chance to see this, or you sleeping on someone's couch, just scraping pennies together so you could afford to train 6 hours a day, some bouncing gig. Der echte Magnet abonniert mit Prime. Danke dir. Verstehe überhaupt nicht, warum Pornos überhaupt so geächtet sind. Jeder schaut die oder hat die geschaut. Das ist halt, ich finde irgendwo gut, dass es noch so ist, weil wenn man so mit der Zeit geht, wenn man schaut, wie die Sexualität mittlerweile geworden ist und wie sie vor 20 Jahren war, ist es auch schon ein großer Unterschied. Es wird immer viel leichtsinniger damit umgegangen, vor allem schon im jungen Alter, in der Schule, im Kindergarten. Ich höre Geschichten, meine Mom arbeitet als Erzieherin im Kindergarten, was ich da für Geschichten mitbekomme, ne?
Was die Kinder, wie die reden, was die für Wörter drauf haben. Das gab es früher nicht. Natürlich gibt es irgendwo auch immer Einzelfälle, aber heutzutage ist das extremst. So, es wird viel zu leichtsinnig damit umgegangen. Ich finde, Kinder sollten immer noch ihre Kindheit genießen. Ja, und irgendwann kommt die Zeit, wo man sich über solche Sachen Gedanken machen kann oder überhaupt anfangen sollte, darüber nachzudenken, was ist überhaupt Sexualität, Sex, bla bla blub, etc. Aber kommen wir zum Punkt, warum das so geächtet wird. Das Ding ist halt, die Leute sind sensationsgeil. Stellt euch vor, bestes Beispiel ist Sinanji, okay? Scheiß mal drauf, was der gemacht hat, was der für diese Pedo-Sache, ob das stimmt oder nicht, ist einfach nur abgrundtief ekelhaft. Ich frage mich, warum der überhaupt sich noch vor Kamera traut. Ja? Aber wenn jetzt ein Mann als Beispiel auf Füße steht oder sich gerne was in den Anus reinrammt, weil ihn das geil macht, mein Gott, dann ist das so, interessiert mich nicht. Ich glaube, ihr sollt mal ein Fenster zu machen, nicht, dass die Nachbarn denken, worüber redet der Idiot hier. Ja, aber wenn sowas an die Öffentlichkeit kommt, jetzt beispielsweise von mir, sagen wir mal, ich habe eine Alte und ich lutsche ihren Zeh. Sagen wir jetzt mal. Ich finde das geil, wenn ich ihren Zeh lutsche, obwohl ich Füße hasse. Stellt euch vor, das Video kommt an die Öffentlichkeit. Digga, jeder würde mich schlachten dafür. Es würden Memes sein, die Leute würden mich beerdigen dafür, dass ich ein Zehlutscher bin, als Beispiel. Versteht ihr? Die Leute sind halt sensationsgeil, keiner fasst sich an die eigene Nase, die wollen immer nur auf den anderen zeigen. Bis sie irgendwann mal in derselben Situation sich befinden und dann erst checken, wie schlimm das eigentlich sein muss. Deswegen, Männer, verschickt keine Dickpics oder so einen Scheiß, ne? Hört auf damit. Hört auf damit. Some stripping hustle or something like that. Dachte, 10 Lutschen ist so ein Standardding. It becomes very difficult to really understand the moment of triumph when it comes. In these videos, you won't be seeing any fancy sports cars or marbling chrome kitchens. No personal deep tissue masseuse or highly paid nutritionist. Instead, you will see what has been a day in the life for Kai Greene for 20 years, and to a certain extent, Ich glaube, jetzt holt er noch die Tupperdosen. and still is. And it all starts here, in a rundown dollar store on Flatbush Avenue. Ja, Mann, ich wusste es. A critical tool getting ahead in this game of preparation is Tupperware. It is critical to get up in the morning. Kai Greene hat ja irgendwann bei Netflix-Serie mitgemacht, Stranger Things, ne? Ich habe es nie geguckt, aber anscheinend hatte der da eine Nebenrolle, oder? Ist jemand im Thema? Early. Or go to bed a little bit later at night. And cook your food and pack it. A lot of bodybuilders go off track right here. Da hat er recht. Alles beginnt mit einer fucking Tupperdose. So what I'm gonna do today is show you this is how it's done. So you get yourself some Tupperware. Doesn't have to be really flashy. Warte mal, da habe ich jetzt Scheiße gelabert mit Stranger Things. Warum hatte ich das die ganze Zeit im Sinn, Freunde? Ich muss jetzt eben mal nachrecherchieren hier. Wo ist meine verfickten... So, da ist die Maus hier, ja. Das Scheißding schaltet sich immer ab. Ich finde die nicht. Wo ist meine Maus? Da ist sie, so. Kai Greene... Grapefruit, nein, Spaß. Warte, warum habe ich das denn im Kopf mit Stranger Things? Funshine Character heißt er dort. You can catch him in the first episode. Und später hat er noch weitere Rollen im Film. Also anscheinend hatte ich recht. Hier ist, glaube ich, auch ein Bild. Da ist er. Hier, Kai Greene. Boah, ist er ein bisschen auf Masse, ne? Da ist er ein bisschen auf Masse, der Kai. Ja. Also, am Geld mangelt es ihm nicht. Der ist sehr, sehr gut mittlerweile aufgestellt, ne? Der fliegt auch immer nach Indien auf so irgendwelche Messen, Digga. Da wird der gefeiert wie ein König. Das ist irre. Even though Kai's success has enabled him to move into a townhouse in a nicer area nearby, he instead takes us back to the apartment in the projects that he still keeps. Wer kennt dieses Apartment aus GTA 4?
GTA 4 spielt ja auch in New York, also soll ja New York sein, Liberty City. Da gibt es Missionen in diesen Dingens, wo du mit Niko Bellic einmarschieren musst. Beste, das ist genau dieser Block. Strewn with the remnants of the GTA 4 beste Story, kannst du mir sagen, was du willst. recent move and cluttered with his artwork and bodybuilding mementos, this was Kai's home base for many years as he struggled to survive. First thing I would do for years would be get up in the morning and follow some basic discipline. Ich weiß nur, der hat dieses Carnivore Whey rausgebracht oder Isolat. Das war irgendwie Rindfleischprotein. Das wurde damals richtig gehypt, weiß ich noch. That Nico war Serbe in GTA 4. just end up becoming a habit. And as a result of becoming a habit, you end up feeling like your day isn't complete without doing these things. In the beginning and over the years, I Was meinst du, wie die Bude stinken muss, Digga? never spent a tremendous amount of time sorting out minutia details like sodium. Those are details that come later on. Guck mal, wie der am Ölen ist. Der sagt auch gleich warum. Is it 10 grams of protein more or 10 grams of protein less? Who cares? Just get started. I can take a bag of a frozen vegetable. It can be string beans, broccoli, throw it in the microwave. As Kai expounds on the fundamentals of bodybuilding, Efeosa, danke dir fürs Prime-Abo. the temperature in that cramped kitchen keeps Guck mal, der macht alle macht er auf vollste Stufe. Passt mal auf gleich, warum der das macht. Völlig irre. Ich weiß noch, als ich dann den Grund herausgefunden habe, früher immer, als ich ins Training gefahren bin mit dem Auto, ich habe Sitzheizung angemacht und komplette Heizung auf Maximum mit Hoodie, als ich das gesehen habe. Völlig bescheuert. Hört mal jetzt. rising and rising. By my estimate, after 20 minutes, it's at least 120 degrees in there. I, in my light t-shirt, am soon drenched in sweat, yet Kai in his hoodie and knit cap seems unfazed by the sauna. I have to ask why you're running the other burners at the same time. Just to do some water today? Water weight? I'm very comfortable in a very warm environment. I used to be in here doing cardio with the oven on, my sweet potatoes cooking, all the burners on the stove on. So macht er noch Cardio, Alter. Geht's noch? It's so hot. I think the devil was sitting over there talking to you. Like, do you really want to do this cardio? Sweat just pouring. The audience would never. Guck mal, der Kollege, sein Poloshirt ist komplett nass mit Flecken. Könnt ihr das sehen? Der Kameramann, Alter. Wahnsinn. Unglaublich. Was eine Logik. Das ist genau dasselbe wie mit Frischhaltefolie und Bauchkardio machen. Völliger Schwachsinn. Never see that. They'll see you on stage the day of the competition, though, and see you, you know, receiving top honors, and then say, I want to do that. I want to be that guy. And that's why I think it's so Lecker. Chris, danke fürs Abo, Digga. important to show this like this, because when I grew up and I looked at the magazines and I saw this stuff, I saw the celebrated athletes of the day with the big contracts, and I saw that. I saw them in these nice kitchens, you know, able to cook each meal fresh, you know, in their more comfortable. Glaubst du an das anabole Fenster oder Mythos? Du musst immer zum anabolen Fenster hin trinken. Dann passiert alles so, wie du es dir erhoffst. And relaxed, calm, kind of explain these things to the camera. And I grew up thinking that picture was the picture. And I always wanted that picture. But I recognize that now, being on the other side of that, wow, you know, this is the work, though, that will produce the desired end result. It's, you know, being able to climb in the trenches now. Der hat auch immer richtig viele Deep Talks, ne, der Typ. Extrem. Der war ja auch Künstler. Diese Gemälde, die ihr am Anfang gesehen habt, die hat er selber, der malt die selber, Digga. Wie geht's deinem Auge? Heute schon etwas besser. Danke dir, mein Lieber.
when it's not convenient, it's not comfortable, when the kitchen isn't very beautiful yet, you know. But recognize. Digga, wenn du das in Deutschland machen würdest, die würden denken, du baust irgendwelche Pflanzen bei dir an, weil du so eine hohe Stromrechnung hast. Safe, kriegst direkt Hausdurchsuchung. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oasis vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. That it's very, very important to get these meals and have them with you. Once you cook these meals and you pack them up, now when you leave the house, you have now eliminated the possibility of being stuck without your meal and having to go 2, 3, 4, 6 hours before eating again. There's a certain amount of work that we really. Ja, ich glaube, jeder Wettkampfathlet, der mehrere Wettkämpfe macht, hat einen Dachschaden, Digga, irgendwo. Ich war ja selbst in dieser Bubble drin, in dieser Wettkampfbubble und du lebst einfach, du führst ein anderes Leben. Du hast ein psychisches Problem. Ja? Manche finden das gut, manche finden das eher nicht so gut. Ich gehe gar nicht in die Sauna, ich mag keine Sauna. Bunker, wenn ich wieder in Berlin bin, dann bin ich auch wieder im Bunker, safe. Flexpresso, immer Karamell, keine andere Sorte, nur Karamell. 2 Eis mit Karamell. Really do have to take on ourselves and not expect for someone to do for you. The best coaches, the best supplement company like Muscle Meds, the best product you can ever have available Und das Hähnchen sieht richtig lecker aus, ne? to you Das ist richtiges Must-Tun, Digga. will be of little resource to you if you're not able to do what work is required of you when it's time to do it. All right, yeah. Sprinkle some broccoli. Firebits, danke fürs Abo. Here, 3 ounces there. Only takes about 2 or 3 minutes in the microwave. Your cold vegetables, you know, they can be string beans, they can be asparagus, broccoli. I can put another 4 ounces of chicken breast in here. Mein Lieblingsproteinmeal, 200 Gramm Rindertatar, dazu eine schöne Tomatensoße in der Pfanne, schön als Bolognese-Ersatz und schöne Nudeln. Im Off-Season, aber auch in der Diät kannst du das essen, wenn es reinpasst in deine Makros, Kalorien. Für mich, das ist für mich kein cleanes Essen, obwohl es clean ist. Könnte ich jeden Tag futtern und es schmeckt mir sogar gut. Weil, Freunde, jetzt mal Spaß beiseite, Reis, Hähnchen, Brokkoli oder so, funktioniert, ist schnell gemacht, ist easy, aber schmecken ist was anderes, ne? With this, Diet Support am besten nüchtern oder vorm Training. Ich nehme 2 Kapseln nüchtern jeden Morgen. I can add a half of sweet potato. Sweet potato I can have in either in the oven now, baking, or I can have in my microwave for 9 minutes. I can put 4 sweet potato in the microwave. Give them 9 minutes, depending on how big. Habt ihr gehört? Süßkartoffel, 9 Minuten in der Mikrowelle, dann läuft's. Eleni, danke dir fürs Prime-Abo. Big they are, but we don't have to get lost in minutia. Real life, real, you know, in the trenches bodybuilding means that you have to be inventive. You have to be a problem solver. You have to be able to troubleshoot, you know, because at the end of the day, it's your responsibility to stay on target with your goal. Your goals, your dreams are important to you. Your mother may love you, but she doesn't care whether or not your arms are 24 inches. She's still going to love you. Well, maybe most moms, but, you know. But your dream of having your arms over 20 inches is your dream. So it's up to you to cultivate that, to protect it, to nurture. Was bringt denn jetzt? So zweite Ladung Hähnchen oder was? Ich weiß nicht, was das für eine Narbe ist, woher die kommt. Keine Ahnung. Weiß das jemand? So it's your responsibility to come up with ways to find out how you can eat every 2.5 hours without incident. You know, all the beginners, all the real, you know, fledgling amateurs that have grand expectations of where they'd like to go in the sport, man, you gotta develop your tools. You gotta develop the use and awareness of your instrument. You gotta develop Danke dir, Tim. Schönen Abend noch. skills. Here, I'm not talking about focusing on how many grams of protein as much as or how many grams of carbs, or how many grams of fat. What I'm focusing on here, though,
is the development of character, which speaks to your ability to follow through and start to. Nein, ich track kein Öl. Ich benutze auch immer Spray. Und wenn ich kein Spray habe, dann feuchte ich die Pfanne an. Wobei ich mittlerweile eigentlich alles im Airfryer mache, in der Heißluftfritteuse. Aber ich habe Öl noch nie getrackt zum Braten. Nie. Weil das ist bei mir immer so wenig. Ja, bei mir schwimmt das Fleisch nicht im Öl. Wenn, dann nehme ich einen Teelöffel oder einen Esslöffel und dann mache ich die mit einer Zewa-Rolle sauber. Wenn du eine gute Pfanne hast, dann brauchst du nicht viel Öl und gar nichts brennt an. Ich denke mal, so bis 23 Uhr sind wir live. String together days of efficient action on a very basic level in order to be able to have your food with you every day, all day, so you are able to eat on time. It keeps you and allows you to stay in an anabolic state. Now you start talking about the things that scientifically can support cellular growth and muscle repair. But if you are still working without the strength of character yet, without the ability to follow through, then. Ja, das Video ist schon sehr alt. Das war, ich glaube, mein zweites YouTube-Video. Ich war noch ein bisschen kamerascheu. Ja, aber war geil damals. Ich glaube, ich war der 4. Besucher bei Beast Kitchen. Und ich treffe mich die Tage auch mit Charo. Und wir drehen einen neuen Vlog ab für seinen Kanal. Das wird auch lustig. Könnt ihr euch freuen. All that complex conversation about those signs. Er wurde mit einem Messer attackiert, als er 2004 noch nicht Fulltime Bodybuilder war, sondern noch als Türsteher gearbeitet hat. Ah, krass. Krass. Will mean very, very little, will mean nothing to you if you still are not able to get up, cook your meals, pack them, have them with you, and follow through with eating them every 2.5 to 3 hours. And it was these tools that allowed me to turn around and be ready when the next level of my health came, when the next mentorship that would come along and say, hey, look, wow, you've got some real talent. I want to invest in you. I want to put some time in helping you cultivate your stuff. They didn't come because you were just walking around aimlessly looking for someone to help you. There's work you got to do on your own, and you've got to be willing to bust your ass and get it done. Not have the excuses about, well, I can't because I don't know how to cook, or I can't because I'm not in. Tatsache, ne? Da kommt nur eine zweite Ladung Chicken. Nutritionist. I gotta wait till I can save up money to pay a nutritionist. Der frisst doch safe auch wieder 1,5 Kilo insgesamt. Yeah. And then I'll turn pro. No, you do the things that you can do to the best of your ability. But I'm just saying this, if you got big dreams and you want to do something really big, something that's going to demand your best and all of that stuff, and you're expecting to work with, some of the giant names in the bodybuilding industry. Hey, I got big dreams. I want to be Mr. Olympia one day. I want to compete in the Arnold. Da redet er gerade über Johnny Münster. Classic. You know what? I'll start and I'll just go get one of them big names like George Farah or Hanny Rombot or Chad Nichols. I'll get. Guck mal, selbst da redet er über Rambot, Alter, den aktuellen Coach von CBAM, ne? Dave Palumbo, one of those guys to help me. They'll do my diet, and life will be great after that. Charles Glass. They'll make me a champion. You got a sad thing coming. The idea of developing yourself. Sein Hoodie ist überhaupt nicht trocken. Guck mal hier, den Farbunterschied. Am Unterarm zum Beispiel, wie dunkel. Bizeps trocken, Schulter wieder dunkel, voller Schweiß. So, and gaining mastery of these skills, your discipline, time management, those things are critical. Without those in place, even the great supplement company with the great, powerful supplement. Mr. Olympia offene Klasse wurde der, ich glaube, mehrmals Zweiter. Und eine Arnold Classic hat er sogar gewonnen. Im Open. Will be of little support to you without some basic fundamentals that are required of you to already have possession of. And that's the truth. Kann auch sein, dass der zweimal die Arnolds gewonnen hat. Weiß ich nicht genau. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. No one should have to stand over you all day, every day. Dreimal schreibt hier sogar einer, ja. Kann auch sein, Freunde. Aber das war eine geile Zeit. Er war so der Böse
der Bad Boy, so den keiner nicht so viele mochten. Und Phil Heath war so der Nice Guy, den jeder mochte und der auch immer gewonnen hat. Und die beiden haben sich immer gebettelt. Das war voll die geile Zeit. Das war die Zeit, wo ich mich das erste Mal für Mr. Olympia interessiert habe. So. Da war ich gerade 17, 18, 20 rum. Da waren die beiden so auf oberster Stelle damals. War eine geile Zeit. Vor allem Phil Heath, Alter, was der wieder aussah damals. War auch er. Unfassbar. Did you eat? What time's your next meal? Hey man, are you on top of your schedule? Are you staying true to your path? Because at the end of the day, it's just not that important to everybody else. And if it's more important to other people, nicht mit irgendeinem fancy Meal Bag oder irgendeinem Rucksack für 300 Euro, Digga, der packt halt in eine Plastiktüte. Genau so, Junge. Than it is you, then there's a large part of your better potential that will not be. Ja, man kann es sehen, wie man will. Ihr sagt jetzt, das war eher andersrum. Durch seine Vergangenheit sage ich quasi, er war so der, den die Leute nicht gerade gefeiert haben dafür, ne? Durch seine pornografischen Inhalte und so weiter. Ja. Wobei Phil Heath war schon so, wenn man so auf, er war eher der Liebe, jetzt habe ich es falsch formuliert, er war eher so der Liebe, Phil Heath war so eher der abgefuckte, aber halt der immer gewonnen hat, ne? Nur er hat halt durch seine Vergangenheit, wie gesagt, schon am Anfang des Videos, ne, wurden ihm Steine in den Weg gelegt. Tapped. Now, funny thing about Tupperware, even if you get like really expensive Tupperware, one thing that I've learned is it always, give it enough time, it will always leak. Digga, wie viele Tupperdosen ich schon zerstört habe oder vergammeln lassen habe. Unglaublich. Whether it's the heat in the bag, the jolting, your bag got bumped when you put it in the trunk of your car, the thing got tipped upside down, the homeless man kicked you and knocked all over the platform on the train. The possibility is very Digga, dann hol dir mal originale Tupperware aus Deutschland mit dem Klickverschluss. Da passiert gar nichts, Junge. very large that it will always open. So, I put my stuff in garbage bags. Tie my food up in a garbage bag before putting it in my bag. One, it'll help you be able to save a lot of the food bags you have. I don't know if you've never done this before. What happens is with a food bag, food spills in them, sometimes condensation on the inside of the bag. They'll produce mold and they fall apart. It can become very not nice in there, particularly if you're not putting your stuff in garbage bags and plastic bags and trying to reinforce them to stop the seepage, because eventually stuff just does seep, even the really, really, really good Tupperware. Armed with his nutrition for the day, we head out. Schön mit dem Trolley. When I was a kid, they used to tell you how to get in the elevator, you know, when to get on the elevator and when not to get on the elevator. You know, some people you're not supposed to get on the elevator with. You know, so you need to develop a very quick, very good sense of judgment and character. Look, oh no, I'll wait for the next one. But I get in the elevator, I look across and I see the image that I've grown into. That would have been the image, as a boy, I would have been told not to get on the elevator. Richtiger Philosoph, Alter. Because now you're growing up and you see these changes physically in the mirror every day. And at some point, you know, you have to know that the very thing that you've been taught to be afraid of or to have disdain for, you've now grown into. You look like. Despite his intimidating look, on these streets this gentle hulk of a man with his trademark red hoodie is a familiar sight, and he can't walk very far without being greeted by a fan or Jeder erkennt den dort, ne? Safe. friend. You're a master. Nah, you getting it. You getting it done. Good dude. All right now. Die war scharf auf ihn, komm. As we drive Ich hatte, glaube ich, den Porno gesehen mit der Grapefruit. Da hatte die Bock auf den Kai. to our next stop, we are reminded of an important lesson, which just happens to be the cornerstone of Kai's philosophy. This bodybuilder's day in the life has just begun. Coming up, Geil. Kai teaches us a lesson in humility. Every now and then you need a tweak. A great bodybuilder Das sehen wir dann im nächsten Stream, Freunde. Die nächste Episode wird auch geil. would always look for what he can improve on. And no bodybuilder's day is complete without a trip to the gym. Later, we discover the true meaning of hardcore. Geil. Legende. Kai Green. Leider dann irgendwann keine Wettkämpfe mehr gemacht, obwohl er immer noch in einer brutalen Form ist.
Ja, irgendwann hat er die Schnauze voll, hat einfach Business gemacht, aber ist auf jeden Fall ein Charakter, den man am Schirm behalten sollte, weil er ist einfach eine Legende. Die Jungs in meinem Alter oder etwas älteren, die wissen Bescheid. Die fühlen das, glaube ich. Diese Phil Heath Battle zusammen mit Kai Green, das war einfach Legende. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20:30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.